Dann wollen wir loslegen, würde ich sagen. Ich hatte um Ostern herum 2 Wochen Urlaub und Mensch, war ich am Anfang davon überzeugt, dass ich die freie Zeit nutzen würde, um einige Videoprojekte anzustoßen und oder fertigzustellen. Ja, und Mensch, habe ich mich da getäuscht und die Zeit über nix dergleichen gemacht. Statt übermäßig produktiv zu sein, habe ich aber seit langer Zeit mal wieder wirklich etwas aktiver Spiele gespielt und was viel wichtiger ist, dabei echt viel Spaß gehabt. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich mir Lost Ember angeschaut. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel in 2 Sessions durchgespielt habe. Lost Ember war auf jeden Fall seit einiger Zeit das erste, bei dem ich das tat. Und auch wenn meine Erfahrung etwas getrübt wurde, nähere Informationen dazu seht ihr in meinem Test zum Spiel, der ist hier irgendwo verlinkt, war es toll, mal wieder Bock zu haben, ein Spiel durchzuspielen. Im gerade frisch erschienenen Mount & Blade 2 Bannerlord habe ich dann während meines Streams komplett versagt. Hä? Die Karawane ist weg. Wo ist die denn? Habe ich jetzt die Quest verloren oder was? Hä? Unglaublich. Okay, hier sieht der Boden ein bisschen merkwürdig aus. Auch wenn nur 2 Leute zugeschaut haben, war es cool, mal wieder live zu gehen. Zumal das mehr oder weniger spontan passierte. Die sieht ja mega gruselig aus, Alter. Was ist denn hier los? Deswegen gehen Grüße raus an die beiden, die zugeschaut haben. Eigentlich hatte ich noch die Idee, zu Ostern einen längeren Stream zu machen und diesen auch mit einem Video anzukündigen. Aber je näher das Wochenende dann rückte, desto weniger war ich von dieser Idee überzeugt und so wird der nächste 12 oder mehr Stunden Stream wohl noch länger auf sich warten lassen. Doch nicht nur neuere Spiele habe ich angeschmissen. Ich bin auch mehrere Jahre in meiner Spielehistorie zurückgegangen und habe ein Spiel installiert, von dem ich gedacht hätte, ich würde es nie wieder spielen. League of Legends. Damals hörte ich damit auf, weil die schlechten, stressigen Runden die guten, spaßigen Runden zahlenmäßig schlicht erdrückten. Dazu muss man aber auch wissen, dass meine Freunde die absoluten Pros waren, was League of Legends anging. Und ich eher, naja, ausbaufähige Skills besaß. Will meinen, manchmal war ich ganz solide unterwegs, konnte aber bei weitem nicht mit meinen Freunden mithalten und hatte dadurch echt viele Probleme mit den Gegnern. Zusammen mit einem anderen Freund fing ich also letztens neu an und mein lieber Herr Gesangsverein, meine bescheidenen Fähigkeiten, die ich mir Anfang des letzten Jahrzehnts angeeignet hatte, reichten aus, um gegen die anderen Neulinge zu bestehen. Nee, mal ehrlich, wir haben die oft einfach zerberstet und dann trotzdem verloren, weil unsere Teammitglieder kopflos in die Türme rannten oder eine Lane komplett feedeten. Enorm unterhaltsam war es trotzdem. Zack, spielte ich über ein Dutzend Runden in kürzester Zeit. Das entspricht dann mehreren Stunden, die ich mich in der Kluft der Beschwörer aufgehalten habe. Stunden, von denen ich vorher gedacht hatte, dass ich sie in neue Videos stecke. Zwischendurch ertappte ich mich dabei, dass ich mich wahnsinnig unproduktiv fühlte, wenn ich wieder eine Runde League of Legends startete oder die nächste Folge bei Netflix schaute, statt am Text für das Lost Ember Video zu schreiben oder irgendetwas für Rolf in die Wege zu leiten. Als ich dann auf Wunsch von einigen von euch ein neues Kapitel fürs Kriegstagebuch von Cao Cao beginnen wollte und merkte, dass meine Speicherstände nicht mehr da waren, war ich echt etwas bedrückt, weil ich das fertige Video quasi vor Augen hatte, als ich das Spiel startete. Eben auch, weil die bisherigen Kapitel relativ schnell produziert waren. Also auch noch gezwungenermaßen unproduktiv. Das war mal schlecht für die Gemütslage. Aber dann dachte ich mir, warum eigentlich? Ist es nicht viel mehr wert, dass ich gerade richtig viel Freude am Spielen und Serien gucken hatte? Meine Antwort auf die von mir gestellte Frage lautete, ja, ist es. Es war einfach mega gut, dass ich nichts machen musste und schlicht gammeln konnte. Zumal es ja nicht heißt, dass ich wirklich gar nichts für YouTube gemacht habe. So ein paar Ideen schwirrten in meinem Kopf herum und ich habe das ein oder andere Spiel gekauft, welches Potenzial hätte, um Videos daraus zu basteln. Nur ob dann letztendlich auch etwas daraus wird, kann ich natürlich noch nicht sagen. Ich habe durch das alles wieder gelernt, dass man sich selbst nicht zu viel Druck machen sollte und dass Leerlauf auch mal ganz gut sein kann. Man braucht nicht immer 100% geben, wenn man es nicht muss. Und es ist okay, wenn man mal ein paar Tage faul auf dem Sofa rumlümmelt und Serie nach Serie binge-watcht. Solange man aus diesem Modus nach einiger Zeit auch wieder herauskommt natürlich. Denn das lädt die Akkus wieder auf, macht den Kopf frei und einfach Spaß. Naja, und es ermöglicht mir dann auch noch dieses Video daraus zu machen. Wie praktisch.